Hallihallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius. Ja, ich habe mich ja lange hier auf YouTube nicht mehr gemeldet, lange nichts mehr hochgeladen. Das lag einfach leider daran, dass meine Mutter eine Krebserkrankung erlitten hat und dementsprechend sich einer Operation unterziehen musste. Sie hatte dann halt wegen ihres Brustkrebs halt Schnittwunden dann auch nach der Operation und musste sich auch zu Hause ein bisschen pflegen lassen, konnte den Haushalt nicht selber machen, weil dann bei kleinsten Belastungen die Schnittwunden wieder aufgerissen wären. Dementsprechend musste ich halt in den letzten Wochen das 300 Quadratmeter große Haus von meiner Mutter pflegen, da ein bisschen mithelfen und auch meine Mutter pflegen, ihr den Haushalt bereiten und so weiter und so fort. Das ist halt dazwischen gekommen. Ich weiß, ich habe euch eigentlich versprochen, dass ich auch dieses Video zu den Nephilim-Dämonen unbedingt anfangen wollte, hochladen wollte. Hat leider immer noch nicht geklappt, jetzt wegen dieser Umstände. Ne? Es kam jetzt halt einfach plötzlich diese Krebserkrankung samt OP dazwischen, aber meine Mutter, das ist die positive Nachricht, hat den Krebs erfolgreich besiegt und zwar sogar ohne Chemotherapie. Ja, bin richtig stolz auf sie und jetzt ist sie auch nicht mehr auf meine Pflegehilfe angewiesen. Deswegen kann ich jetzt wieder bei mir zu Hause regelmäßiger sein und auch regelmäßiger wieder Videos produzieren. Also habe ich mir gedacht, ich fange da heute mal wieder mit an. Denn als ich jetzt so in den letzten Wochen auch immer in den Medien die ganzen Sachen verfolgt habe, die ganzen Propagandanachrichten in unserer Scheindemokratie, also es ist schon wirklich zum Erbrechen, was sich die Adligen alles so ausdenken und was für menschenverachtende Sachen als das moralisch Anständige ausgegeben werden durch diese ganze Propaganda. Ich habe zum Beispiel letztens erfahren, dass auf dem aktuellen evangelischen Kirchentag ein Film gezeigt wurde, in dem 6-jährige Kinder dazu sozusagen daran gewöhnt werden, ihr Geschlecht zu wechseln, sich umoperieren zu lassen, Hormonblocker zu nehmen und all so ein Scheiß. Also wirklich, der Film war für 6-jährige Kinder bestimmt, also FSK ab 6 Jahren sozusagen. Und da sagst du nichts mehr, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln, dass die Adligen halt auch sozusagen das unterwandern, was das Göttliche repräsentieren soll, oder halt auch, dass da schon ab 6 Jahren unschuldigen Kindern so ein Furz ins Hirn gesetzt wird und so weiter und so fort. Dann die ganzen Propagandanachrichten zum Tod des Papstes, in denen sozusagen ein Heretiker wegen seiner Häresie als Papst für die Armen und was weiß ich was abgefeiert wurde. Ich kann es nicht mehr ertragen und deswegen habe ich mir gedacht, also bei diesem ganzen Weltschmerz, den man da nur noch fühlen kann, wenn man da mal Nachrichten schaut, muss ich unbedingt über den europäischen Adel und seine Fake-Identitäten weiter aufklären, denn das passt auf keine Kuhhaut, was die abziehen. Und deswegen geht es heute mal mit einem Hollywood-Star weiter, und zwar mit Leonardo DiCaprio. Ich habe früher mal gesagt, dass der von Pierre Casiraghi gespielt wird. Da habe ich mich vertan. Dann habe ich kurze Zeit später gedacht, dass er von Prinz Frederik von Dänemark gespielt wird. Habe ich mich auch vertan, aber jetzt weiß ich es ganz gewiss. Er wird von Prinz Nikolaos von Griechenland gespielt. Also, das werde ich auch anhand von Familienrelationen mal wieder zeigen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Euer Somnidelius Solertius. Ja, gehen wir doch mal direkt rein. Hier hätten wir also den ersten Vergleich zwischen dem Nikolaos und dem Leonardo DiCaprio-Sonne. Ja, also spezifisches Merkmal von Nikolaus sind immer die Augenschädelhöhlen, würde ich sagen, ne?
Die sind bei ihm extrem breit gezogen und schlitzförmig, so einen leicht gewölbten Schlitz oben, sehr kantig und vor allem auch sehr hoch gewölbt. Also der hat so einen richtigen Kasten über seinem oberen Augenlid bis hin zum Ende der Augenbrauen, als ob er da so eine Stahlplatte als Unterstirn eingelegt hat oder so. Also das sieht bei ihm schon wirklich sehr maskulin aus, sage ich mal. Also sehr übertrieben breit und kantig. Und genauso ist das bei Leonardo DiCaprio auch. Ne? Also das ist schon individueller Wiedererkennungswert. Da kann man mir erzählen, was man will. Also der Augenbrauenkasten hat hier sozusagen den Nikolaus verraten. Und auch sein etwas schmales Kinn sieht man bei Leonardo DiCaprio. Und Bildvergleich Nummer 2. Ja, mit seinem markanten Augenhöhlenkasten bekommt der Nikolaus wirklich auch diesen typischen Mafiosi-Blick hin, in den sich wohl fälschlicherweise einige weibliche Fans immer wieder verlieben. Und ein dritter Bildvergleich, diesmal zwischen einem etwas älteren Nikolaus und einem etwas älteren Leo. Ja, auch hier sieht man das mit den Augenhöhlen sehr schön, vor allem die Schrägen am oberen Augenlid, und das hat wirklich nicht jeder, dass das so breit zur Seite wegspreizt und dann auch so nach oben hoch steht, wie mit Beton sozusagen hochgezogen, sehr hoher Abstand zwischen dem oberen Augenlid und den buschigen Augenbrauen. Ja, also da erkennt man wirklich den Nikolaus sehr individuell wieder. Ja, was man hier ganz gut sieht in diesem vierten Bildvergleich, ist der relativ schmale Mund, der auch mit dem relativ schmalen Kinn zusammenhängt von Nikolaus. Also typisches Merkmal so in der Gesamtbiometrie von Nikolaus ist obere Gesichtshälfte sehr breit wegen diesen extrem weit auseinandergespreizten Augenhöhlen und untere Gesichtshälfte relativ schmal, weil spitz zu laufendes Kinn und schmaler Mund. Ich muss insgesamt schon zugeben, dass sich der Nikolaus für diese Fake-Identität von Leo eine etwas anspruchsvollere Tarnung ausgesucht hat. Hier sieht man es jetzt zum Beispiel nicht ganz so deutlich, aber es ist schon dieselbe Aura zu sehen. Vor allem, wo dieses leichte, angeschmitzte Leonardo DiCaprio-Lächeln herkommt. Ja, wer zu detailverliebt ist, der wird jetzt sagen, aber die Zähne sind doch völlig verschieden. Leute, also selbst wenn man nicht da an Shapeshifting glauben will, kann man immer noch davon ausgehen, es sind Veneers, also Zahnveneers, aufgesteckte Zahnveneers oder was auch immer. Auf jeden Fall ist die Art und Weise, in der hier das rechte Ohr absteht, extrem stark identisch auf beiden Seiten. Und wenn man alle Bildvergleiche, die ich hier in diesem Video präsentiere, in ihrer Gesamtheit betrachtet, kann man wirklich nur zu dem Ergebnis kommen, ja, der Leonardo DiCaprio wird von dem Nikolaus gespielt. Es kommt ja noch später ein Familienrelationsbeweis hinzu. Und wo ich gerade schon bei den Ohren war, ja, die sind hier in der Tat sehr identisch. Also selbe innere Ohrmuscheln und selbe Ohrform, also so eher länglich und schmal. Ist typisch für Nikolaus. Der Nikolaus hat seine Ohren hier höchstens so ein bisschen schräg verdreht, aber keine Ahnung, kriegt man auch mit Wachs hin oder was weiß ich. Aber was in diesem Seitenprofilvergleich noch mehr auffällt, und das ist wiederum spezifisch für Nikolaus, wie zum Beispiel auch diese hochgezogenen, markanten Augenbrauenhöhlen, das ist dieser schmale Mund, den man diesmal von der Seite sieht. Das zeigt sich im Seitenprofil halt dadurch, dass der Mund nur extrem kurz ist, da auf der rechten Seite jeweils, ne?
auch sieht man auf beiden Seitenprofilen dieselbe relativ kurze Stupsnase, dasselbe Kinn, dasselbe kurze Kinn, also denselben Stirnverlauf. Ja, es ist schon eindeutig. Dann kommen wir mal jetzt zu den Familienrelationsbeweisen. Im Jahre 1996 haben Leonardo DiCaprio und Claire Danes zusammen den Film Romeo und Julia geheadlined. Und wenn es um so einen berühmten Liebesfilm geht, wo die Hauptdarsteller ein verliebtes Pärchen spielen und sich abknutschen und was weiß ich, da muss man schon wirklich davon ausgehen, dass es sich bei diesen beiden Hauptdarstellern in Wahrheit um ein Adelspärchen handelt. Deswegen merkt euch jetzt mal ganz speziell das Gesicht von der Claire Danes, die Julia spielte. Ihr seht die da in der unteren Bildreihe. Da ist sie die zweite von links. Ich zoome da mal rein. Biometrien merken und diese Biometrien vergleichen mit der Ehefrau von Prinz Nikolaus, obwohl ja, mittlerweile muss man natürlich sagen, Ex-Frau von Prinz Nikolaus, nämlich es geht um die Tatjana von Griechenland, mit der Prinz Nikolaus bis vor 6 Monaten noch verheiratet war. Jetzt haben sie sich ja vor 6 Monaten angeblich geschieden, aber das hat ehrlich gesagt nichts zu bedeuten, denn die beiden sollen ja auch angeblich erst im Jahre 2010 miteinander geheiratet haben. Und dieser Film Romeo und Julia wurde ja schon 1996 gedreht. Also die haben schon vor ihrer offiziellen Hochzeit Fake-Identitätsproduktionen miteinander auf die Bühne gebracht und ja, das offizielle Hochzeitsdatum hat bei diesen europäischen Adligen einfach nichts zu bedeuten. Das wird da ganz klar deutlich. Ich habe eher den Eindruck, dass die Adligen, die später als Ehepaare ausgegeben werden von den offiziellen Versionen und Medien, dass diese Adligen in Wahrheit von klein auf zusammen aufgewachsen sind und ja, vielleicht schon mit 15, 16, 17 angefangen haben, vor ihrer Hochzeit gemeinsam irgendwelche Sachen zu machen, Filme zu drehen oder gemeinsam in Bands zu spielen oder was weiß ich. Und jeder kann sich jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, was jetzt kommt. Natürlich kommen jetzt Bildvergleiche zwischen Claire Danes, der Kusspartnerin von Leonardo DiCaprio im Film Romeo und Julia, und Tatjana, der Ehefrau von Prinz Nikolaus von Griechenland, der den Leonardo DiCaprio spielt. Also ich glaube, diese Form von Familienrelationsbeweis zeige ich jetzt hier auf YouTube so ungefähr am 100. Beispiel, schätze ich mal. Wenn man meine ganzen Aufdeckungen auf Facebook hinzunimmt, ist das jetzt vielleicht das 1000. Beispiel, in dem ich auf diese Art und Weise durch Familienrelationen zeige, ja, verheiratete Adelspaare spielen Liebespärchen in Filmen zum Beispiel. Jetzt komme ich zu einem zweiten Familienrelationsbeweis. Wie ihr hier jetzt gerade seht, findet man auch haufenweise Bilder, wo Leonardo DiCaprio zusammen mit Cameron Diaz auftritt. Ja, die habe ich doch in der Vergangenheit vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal aufgedeckt, die Cameron Diaz. Auf jeden Fall, all diese Bilder, die ihr hier jetzt gerade schon seht, stammen aus dem Film Gangs of New York, ein Historienfilmdrama, das im Jahre 1862 spielt. Da ging es schon los mit den ganzen Gangs in New York, aber ist jetzt auch scheißegal. Wir gucken mal hier, welche Charaktere da von Leonardo DiCaprio und von Cameron Diaz gespielt wurden. Leonardo DiCaprio spielte da den Charakter Amsterdam Vallon und Cameron Diaz spielte die Charakterin Jenny Everdeen. Und dann reicht mir dieser eine Satz hier aus, um das zu zeigen, was ich zeigen will. Amsterdam lernt die Taschendiebin Jenny Everdeen kennen und verliebt sich in sie.
Und genau da haben wir es wieder mit so einem Filmliebespaar zu tun, das von der griechischen Adelssippe gespielt wird. Diesmal halt nur nicht von Prinz Nikolaos und seiner Ehefrau Prinzessin Tatjana von Griechenland, sondern diesmal von Prinz Nikolaos und Prinzessin Marie Chantal von Griechenland. Denn die Cameron Diaz, die ja da gerade auf diesem Bild rechts neben dem Leonardo DiCaprio, also known as Prince Nicholas of Greece, die ihr da gerade rechts neben diesem Leonardo DiCaprio seht, diese Cameron Diaz wird von Prinzessin Marie Chantal von Griechenland gespielt. Das sollte eigentlich jeder wissen, der meinen Kanal aufmerksam folgt, denn vor gut 3 Monaten habe ich ja diese Reihe gemacht, die da hieß, also so ein Dreiteiler gemacht, so eine dreiteilige Serie gemacht, die da hieß Cameron Diaz and Nicolette Sheridan are both played by. Und ja, die werden halt beide von Prinzessin Marie Chantal von Griechenland gespielt, wie ich vor allem im ersten Teil dieses Dreiteilers gezeigt habe. Ich blende ihn euch gerade hier noch ein und verlinke ihn euch auch oben rechts in der Ecke. Und wiederhole jetzt einfach zum Abschluss nochmal ein paar Bildvergleiche zwischen Cameron Diaz und Prinzessin Marie Chantal von Griechenland als abschließenden Familienrelationsbeweis. In diesem Sinne sage ich dann jetzt mal Tschüss, ciao, euer Somnidelius Salertius.